Haben Sie die Zahlen parat? Also wie viel Einkommen man pro Person zum Beispiel nachweisen muss? Wie sicher, wie einfach ist so dieses Verfahren, wenn ich jetzt sage, ich will da eine Immobilie kaufen? Wie sieht denn die Situation aus, wenn ich jetzt in Griechenland ein Geschäft gründen will, eine Firma gründen will? Und wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus? Das müssen jetzt nur letztlich Nicht-EU-Bürger nachweisen. Jetzt hatten wir ganz kurz schon auch über digitale Nomaden gesprochen. Was gibt es denn da für ein Visum? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann herzlich willkommen, Frau Leptokarisou. Schön, dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen. Wir sprechen ja heute über Griechenland. Ein sehr schönes Land, viele Deutsche lieben das. Es ist auch oft besungen worden, das Land, oder? Gibt es auch schöne Lieder darüber, griechischer Wein. Es gibt sehr viele unserer Mandanten, die sich für Griechenland durchaus hin und wieder interessieren, als Wohnsitz oder als Unternehmen, in dem man vielleicht auch geschäftlich tätig sein könnte. Und wir freuen uns auf das Gespräch heute, ne? Einiges über dieses schöne Land zu erfahren, aber natürlich auch, wie es da genau funktioniert mit dem Aufenthalt, mit vielleicht auch geschäftlicher Tätigkeit. Und wie wir das immer so machen, nutzen wir gerne am Anfang die Möglichkeit oder geben wir Ihnen gerne die Möglichkeit, sich unseren Zuschauern und Zuhörern selbst einmal vorzustellen. Zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir immer eine sehr große Freude, über Griechenland zu sprechen. Ich bin Rechtsanwältin, zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland und Griechenland. Ich habe 2 Kanzleien im Moment, gerade eine in Berlin und die andere in Thessaloniki. Und daher sind wir sehr, sehr aktiv in solcher Betreuung von ausländischen Mandanten, die ein großes Interesse an Griechenland haben. Im Moment gerade sehen wir auch, dass es eine große Tendenz gibt bezüglich Griechenland und Investitionen in Griechenland. Und das ist natürlich irgendwas, das uns und mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Also ich freue mich sehr, dass ich sehe, dass die Deutschen, wenn wir jetzt über Deutschland, über die deutsche Beziehungen, deutsch-griechische Beziehungen sprechen, ich sehe auch, und ich merke das täglich, wie sehr die Deutschen Griechenland lieben, investieren gerade sehr viel, die kaufen Real Estate, Immobilien in Griechenland und manche davon haben diesen großen Traum, irgendwann nach Griechenland zu ziehen. Also die erzählen immer davon und wir sind sehr froh, wenn wir da unterstützen können. Warum sprechen Sie denn eigentlich so gut Deutsch? Damals, ich hatte angefangen, Deutsch zu lernen als Fremdsprache, Englisch und Deutsch. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, einen Teil meines Studiums in Deutschland zu machen. Dann auch ein Masterstudium in Deutschland. Und dann habe ich die Zulassung bekommen und da bin ich aktiv in Deutschland. Also ich habe mittlerweile Deutschland sehr geliebt. Deswegen auch meine enge Beziehung zu Deutschland und ja, daher auch die deutsche Sprache, die ich mittlerweile sehr, sehr, sehr gerne spreche. Sehr schön. Dann würde ich doch einfach sagen, steigen wir mal ein und sprechen Sie über ein paar Themen und Fragen, die unsere Mandanten, unsere Zuschauer und Zuhörer auch sehr, sehr interessieren. Das Erste ist ja immer, wenn man jetzt nach Griechenland umziehen will und man möchte nicht nur als Tourist leben, sondern länger. Ist immer so die erste Frage, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten, sich da länger als jetzt, sagen wir mal, nur diese, sagen wir mal, 3 Monate aufzuhalten? Wie funktioniert das genau? Was muss ich tun? Und wir wissen natürlich, in Europa gibt es da die Freizügigkeit, da ist es also etwas, aber trotzdem gibt es ja Unterschiede in verschiedenen europäischen Ländern. Also was muss ich jetzt machen als Europäer, aber vielleicht auch als Nicht-Europäer? Mitunter haben wir Mandanten, sind vielleicht selbst, einer hat einen deutschen Pass, aber vielleicht ist man verheiratet mit jemandem, der keinen europäischen Pass hat. Also wie läuft das? Wie Sie genau gesagt haben, für Leute, die aus Europa kommen, ist es einfacher. Die 3 Monate hat jeder frei, in Griechenland zu leben. Nach 3 Monaten musste man sich entscheiden, wie es weiter
weitergeht. Das heißt, entweder beweist man, dass es gibt, man hat genug Einkommen, um in Griechenland zu leben, ohne den Staat zu belasten, und auch eine Krankenversicherung, die man natürlich auch als Krankenversicherter in Deutschland oder in einem anderen Land Europas hat, sowieso. Und die Deckung gilt auch für Notfälle in Griechenland über diese EU-Karte, EU-Versicherungskarte. Entweder beweist man also, dass man hat genug Einkommen und kann sich in Griechenland aufhalten, ohne den Staat zu belasten, oder man findet eine Beschäftigung in Griechenland und dann muss man sich da ganz genau anmelden, wie alle anderen Menschen, wie zum Beispiel, wenn ein Grieche in Deutschland leben möchte. Also ganz genau eine polizeiliche Anmeldung, wo man sagt, ich bin kein Grieche, ich komme aus Deutschland, England, Frankreich und ich wohne jetzt permanent im nächsten Jahr, zumindest in Griechenland. Dann muss man natürlich diese Beweise der Abteilung der Polizei vorlegen und dann wird man da angemeldet. Es ist sehr unterschiedlich, wie man sich dann in Griechenland aufhalten möchte. Als Unternehmer in Griechenland, als Beschäftigter in Griechenland oder als Rentner in Griechenland. Es gibt auch diese Möglichkeit. Man muss nicht notwendig aktiv berufstätig sein. Oder einfach als eine Person, die genug zu leben hat und sich für Griechenland einfach so entschieden hat. Jetzt bin ich zur Polizei gegangen okay. Und da hat man mich gefragt, wollen Sie das wirklich machen? Wollen Sie sich wirklich anmelden? Ist das wirklich nötig? Also ich kann mich da entsinnen, ich habe da also 5-mal angerufen, um einen Termin zu bekommen. Man bekommt ja dann, ganz kurz zeigen hier, es geht ja um diese Karte hier, die man dann bekommt. Also ein Dokument, ich war da erschrocken, was man da, sieht man es richtig? Was dann, wenn man es richtig sehen kann, halte ich es richtig rum rein? Ja. Mal gucken, ja, also so einen Zettel kriegt man dann, ne? Ja, genau. Ja. Und aber überlegen Sie sich das nochmal, wollen Sie sich wirklich anmelden? Ich sage, ja bitte, bitte geben Sie mir einen Termin, ich möchte diesen Zettel haben, weil kann sonst kein Telefon oder kein Internet beantragen und so weiter und so fort. Es liest sich mitunter schon auf den Seiten, wenn man da so nachguckt, anders, als es dann in der Praxis natürlich ist. Können Sie das auch so bestätigen? Ja, das kann ich Ihnen glauben. Leider sind manche Polizeibehörde, besonders wenn es um kleinere Städte geht, da sind wir ein bisschen überfordert, sage ich mal. Und die stellen solche Fragen. Aber Sie haben es ganz gut gemacht, dass Sie darauf verstanden haben und sagen, ja, ich möchte mich jetzt anmelden, bitte machen Sie weiter. Jetzt können Sie nochmal die aktuellen, weil Sie haben gesagt, man muss Einkommen zum Beispiel nachweisen. Haben Sie die Zahlen parat? Also wie viel Einkommen man pro Person zum Beispiel nachweisen muss? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Zumindest es muss ein Einkommen, das auf jeden Fall ein gutes Leben, also zwischen 1.000 Euro, 1.200 Euro pro Person, nachweisen kann, um zu zeigen, dass okay, es gibt ein Einkommen, dass jemand eine Freiheit und eine gewisse Sicherheit, wie man die Miete bezahlt, wie man zum Essen bekommt und so weiter, beweisen kann, also ergeben kann. Das würde ich sagen, würde ausreichen. Und das aber nochmal, das müssen jetzt nur letztlich nicht die EU-Bürger nachweisen. Der EU-Bürger darf ja sich aufhalten, wo er will innerhalb der Europäischen Union. Ja? Diese ist eine Frage, die manche Leute ganz offen stellen. Und die wissen überhaupt nicht, dass es notwendig ist, auch für die EU-Bürger nach den 2 Monaten. Die EU-Bürger müssen zeigen, dass ich dort das Einkommen. Aber ansonsten kann ich mich da nicht anmelden, letztlich. Ja, genau. Natürlich, also es gibt auch Leute wie die digitale Nomads, die im Moment gerade sehr, sehr, sehr sich sehr viel innerhalb Europas bewegen. Natürlich kann man 3 Monate in Griechenland leben, dann 3 Monate in Frankreich, 3 Monate in Italien.
dann natürlich, man hat eine Freiheit, man muss nichts beweisen, sich nicht anmelden und so weiter. Aber wenn man sagt, ja, nein, jetzt will ich in Griechenland leben, das müssen Sie tun, selbst wenn Sie aus Deutschland kommen oder aus einem anderen Staat Europas. Ja. Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt nicht nachweisen kann, dass ich diese Mittel habe, dann kann ich zum Beispiel auch angestellt sein irgendwo. Das wäre die Alternative dazu. Auch ein Unternehmen gründen, natürlich. Irgendeine Form von Tätigkeit. Auch ein Rentner kann nach Griechenland ziehen und dann diese Anmeldung tun und sagen, ja, jetzt will ich hier leben. Und ich habe mittlerweile, wir haben viele Rentner, die so eine Ummeldung bzw. so eine Anmeldung in Griechenland, weil die jetzt ihre Rente einfach in Griechenland verbringen möchten in ihrer Zeit. Und da ist ja auch so, glaube ich, dass in Griechenland zumindest jetzt vielleicht nicht für die staatliche Rente, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Deutschland nach Griechenland zieht und eine private oder eine betriebliche Altersvorsorge hat und Entschuldigung, ich müsste noch sagen, diese muss nicht in Deutschland besteuert werden, sondern eben in dem Wohnsitzland, die wird dann in Griechenland bevorteilt besteuert, korrekt? In Griechenland im Moment gerade ja, es ist seit 2019 der Gesetzgeber versucht, Griechenland irgendwelche steuerlichen Vorteile zu geben. Und das heißt, dass jetzt Rentner, die sich nach Griechenland ziehen, werden die natürlich für die nächsten 15 Jahre mit einem Steuersatz von 7% für alle Einkünfte aus dem Ausland versteuert. Das ist, wie Sie verstehen, eine sehr große Vorteil. Der ist jetzt natürlich sehr wichtig zu verstehen für alle Zuschauer und Zuhörer aus Deutschland. Grundsätzlich alle Renten, alle Pensionen, alle ähnlichen Einkünfte, zumindest in Deutschland, unterliegen in Deutschland der beschränkten Steuerpflicht, ja, auch wenn man im Ausland lebt. Ja. Und jetzt hängt es im Grunde dann vom DBA ab, was das entsprechende Wohnsitzland mit Deutschland hat, also in dem Fall Griechenland, wo dann letztlich geregelt ist, welche Renten wo zu versteuern sind. In den meisten Ländern ist es so, oder nicht in den meisten, aber in vielen Ländern ist es so, dass die staatliche Rente immer im Ursprungsland, also im Herkunftsland zu versteuern ist, in dem Fall in Deutschland. Aber zum Beispiel Renten jetzt, betriebliche Renten und sowas oder auch Leistungen aus der persönlichen Altersvorsorge, der privaten Altersvorsorge, die können dann in Griechenland letztlich versteuert werden mit 7%. Ja. Was ein Riesenvorteil ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Führungskräfte denkt oder so, die haben ja oftmals sehr großzügige betriebliche Pensionen. Ja, das heißt also, da wird dann letztlich, ist die staatliche Rente vielleicht relativ klein gegenüber der betrieblichen Altersvorsorge. Und da können die dann doch unter sehr vorteilhaften Bedingungen dann in Griechenland leben. Was ja Griechenland sicherlich auch eingeführt hat, weil es ja ähnliche Regelungen auch in anderen EU-Ländern mittlerweile gibt, gerade Italien, Portugal und so weiter. Da hat Griechenland sich gedacht, wir müssen ja auch was machen. Genau. Ja, so ist es, genau. Das ist ein großer Vorteil für die Länder im Moment gerade. Also der Steuersatz in Höhe von 7% ist sehr, sehr, sehr niedrig. Und wie Sie ganz korrekt gesagt haben, es gibt viele Rentner aus Deutschland, die ja sehr hohe Rente jetzt haben und natürlich die wird auch entsprechend auch versteuert in Deutschland. Und das ist ein Vorteil, Griechenland im Moment gerade anbietet. Nachvollziehbar kann man es am Ende. Letztendlich haben wir ja in Griechenland eine Mehrwertsteuer, die 5% höher ist als Deutschland. Ja. Und dass der griechische Staat sagt, okay, wir geben denen eine niedrige Besteuerung auf die Renteneinkünfte. Letztendlich bezahlt man ja bei allem, was man hier ausgibt. Und darauf kommt es ja viel mehr an, dass jemand seine Rente ausgibt. Ne? So ist es. Und da gibt es dann letztendlich natürlich auch wieder eine Steuereinnahme zurück. Ja. Trotz natürlich der höheren Mehrwertsteuer von 24% in Griechenland sind die Lebenshaltungskosten, also was man bezahlt, wenn man ins Restaurant geht zum Beispiel. Mittlerweile übrigens auch selbst in Supermärkten, wenn man die Preise mit Deutschland vergleicht. Das war noch nicht immer so.
kommt man wirklich preiswerter weg als in Deutschland. Ja. Attraktiv. Ich würde gerne noch mal eine halbe Nummer zurück. Und zwar, wir hatten ja über die verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten gesprochen. Also das Thema 1 war ganz klar, EU-Bürger. EU-Bürger kommt nach Griechenland. Im 3. Monat muss er sich dann, wenn er länger also bleiben will, hier anmelden bei der Polizei. Ja, nicht nur das, dann muss er sich auch beim Finanzamt anmelden. Kommt er noch dazu? Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, also was muss man alles machen? Also ich bin jetzt hier, will länger bleiben als 3 Monate. Und der erste Gang, Sie hatten es gesagt, ist zur Polizei. So, man meldet sich jetzt an bei der Ausländerpolizei letztendlich. Genau. Ne? Da bekommt man da sein gelbes Kärtchen. Und wie geht's weiter? Man geht zum Finanzamt und sagt, jetzt bin ich jetzt hier angemeldet und muss ein paar Formulare da ausfüllen und muss angeben, wie er sich in Griechenland, ob er dann beschäftigt in Griechenland ist oder nicht, was für eine Beschäftigung, eine Steuernummer beantragen und so weiter. Alles das, was dann ein Grieche und jemand, der in Griechenland permanent lebt, kommt, muss er auch kommen. Jetzt hatten wir ganz kurz schon auch über digitale Nomaden gesprochen. Was gibt es denn da für ein Visum für jemanden, der als digitaler Nomade hier leben will? Wobei wir natürlich die Einschränkung haben, Sie werden es wahrscheinlich auch gleich nochmal erklären, dass das digitale Nomadenvisum ja nicht für EU-Bürger möglich ist, ne? Sondern für Nicht-EU-Bürger. Ja, genau. Also die digitalen Nomaden, es hängt davon ab, woher die kommen. Also das ist sehr, sehr entscheidend. Und auch, wie lange sie sich in Griechenland aufhalten möchten. Natürlich, es gibt auch, manche davon wollen nur 2, 3 Monate und dann wieder weg. Wenn nicht, natürlich müssen sie sich entscheiden. Es gibt auch, die digitalen Nomaden arbeiten übers Internet und die haben schon Arbeitgeber oder verschiedene, die sind entweder arbeiten für jemanden remotely oder sie haben eine Beschäftigung schon, die sind selbstständig und die haben ein Unternehmen und dieses Unternehmen ist in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Das Einkommen wird in Griechenland versteuert, entweder wenn das aus Griechenland kommt, das heißt eine Beschäftigung in Griechenland, oder wenn der Wohnsitz dann in Griechenland ist. Also wie gesagt, wie Sie wissen, das globales Einkommen, also wir sind steuerpflichtig in unserem Wohnsitz, steuerlichen Wohnsitz für unser globales Einkommen. Das gilt auch für die digitale Nomaden. Das ist so. Wenn die sagen, okay, jetzt möchte ich Griechenland sehr gerne und will hier für 2 Jahre bleiben, dann müssen sie den Wohnsitz verlegen. Und das heißt, automatisch werden ihre Einkünfte dann in Griechenland versteuert. Für digitale Nomaden gibt es doch letztlich auch dann die Regelung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die dann letztlich in Griechenland nur 50% der Einkünfte versteuern müssen, oder? Ja, diese Regelung ist wieder eine sehr, sehr neue Regelung und die gilt für diejenigen, die sich beweisen können, dass sie in den letzten 7 Jahren vor der Anmeldung, vor der Ummeldung in Griechenland keinen Wohnsitz hatten und die den Wunsch haben oder die Absicht haben, in Griechenland für mindestens 2 Jahre aufzuhalten. Nur dann gilt diese Regelung für die 50%. Wenn die sagen, ich will nur für 6 Monate mich hier aufhalten, diese Regelung für die 50% gilt es nicht. Also das heißt konkret, das ist für Neuankömmlinge, ja, aber also das ist nicht für Leute, die jetzt schon länger in Griechenland leben, sondern wer neu dort ankommt, der digitale Nomade zum Beispiel ist, der jetzt Geld im Ausland verdient und der 2 Jahre bleiben will, der kann sagen, okay, hier bin ich, oder 50% seines Einkommens versteuern. Vielleicht können wir da mal irgendwie, also ich will jetzt da nicht jetzt festlagen, aber mal irgendwie vielleicht so eine ganz einfache Rechnung machen. Mal angenommen, jemand verdient jetzt, um es einfach zu machen, sage ich jetzt mal 100.000 Euro. Das heißt, ich müsste dann 50.000 in Griechenland versteuern. Wie hoch wäre da ungefähr die Steuer, so ein Pi mal Daumen? Sie sagten, Sie sind der digitale Nomad und Sie wollen nach Griechenland ziehen und Sie haben was für ein Einkommen? Na, ich sage jetzt mal, genau, ich komme da an, ich will für 2 Jahre bleiben, ich habe Kunden im Ausland, ich verdiene, sage ich jetzt mal 100.000 Euro.
Also das heißt, dann müsste ich auf 50% die griechischen Steuern zahlen, auf 50.000. Wie hoch wäre ungefähr da die Steuer? 50.000, 44% wäre der Steuersatz. Okay. Dann 50% davon würden Sie da zahlen, ungefähr 22%. Also das heißt, auf meine 100.000 Euro würde ich dann 22.000 Steuern zahlen. Das ist ja nicht moderat. Und müsste ich dann auch, das ist ja immer ein wichtiger Punkt, müsste ich dann auch noch Sozialbeiträge bezahlen oder werden nur die Steuern fällig? Nein, jetzt sprechen wir nur über die Steuer. Also alles andere, was Rentenversicherung, Krankenversicherung betrifft, dann kommt extra noch dazu. Okay. Wie hoch sind so ungefähr die Sozialabgaben in Griechenland? Es hängt davon ab, die Art der Beschäftigung, was für ein Verhältnis gibt es. Sie mussten ungefähr mit 12% rechnen, eventuell, also ungefähr so. Wobei gibt es für Selbstständige eine feste Nummer, also das heißt, je nachdem ein fester Betrag, je nachdem, was für Einkommen gibt es, was für eine Art von Beschäftigung, dann gibt es auch einen festen Betrag, keinen Satz sozusagen. Verstanden. Okay. Gut, also das heißt, ich habe im Grunde jetzt zwar, also es ist jetzt nicht so, natürlich, wenn ich sage jetzt mal zum Beispiel hier 20.000 Steuern zahlen muss, 22.000 Steuern bei so einem hohen Einkommen wie 100.000, wäre jetzt natürlich nicht nichts, aber es ist natürlich relativ wenig. Und wenn ich dafür das Privileg habe, dann in Griechenland zu leben, dann ist es für viele ja sicherlich interessant. Ja, würde ich sagen auch, ja. Wird es gern und öfters in Anspruch genommen? Also das mit den Rentnern, das weiß ich. Wir haben sehr viele Mandanten, die bei uns anfragen wegen Griechenland. Natürlich sehr interessant mit der Rente. 7% ist natürlich ein sehr, sehr günstiges Angebot. Ja, also das ist natürlich ein Traum. Was ist Ihr Gefühl? Gibt es da viele, die das machen und dann dort 50% Steuern zahlen? Ja. Es gibt viele Leute und auch mittlerweile auch Leute, also auch Griechen, die wegen der großen Krise ins Ausland gegangen sind und jetzt nach 10, 12, 15 Jahren im Ausland sich entschieden haben, nach Griechenland zurückzuziehen. Diese war auch ein Ziel der Regierung. Also Also im Grunde so eine Rückkehrer. Genau. Ähnlich hat Italien auch. Ja, ich verstehe Sie, ja. Macht Sinn, ja. Genau. Und so eine Motivation für Leute, die nach Griechenland, die ausgewandert sind und die sind mittlerweile jetzt, die sind noch junge Leute, also 40, 45 und die wollen zurück. Die geben jetzt noch eine extra Motivation. Und wir haben sehr viele Mandanten, die haben ein großes Interesse daran und sich überlegen sich gerade, ob das lohnt sich, wie die das machen, wie könnte das organisiert werden und so weiter. Ich glaube, es wird sehr gut laufen in den nächsten Jahren, diese Vorteile. Ne? Ja, wenn man das alles umrechnet, ich meine, Daniel, da kennst du dich ja auch aus, du hast da gerade eben schon was dazu gesagt, also wenn natürlich dann auch die Lebenshaltungskosten auch günstig sind, dann ist natürlich eine einfache Rechnung. Ne? Ja, genau. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zum digitalen Nomaden. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht nicht so viel Zuschauer und Zuhörer, die in der speziellen Situation sind, dass beide oder einer keinen EU-Pass hat. Ne? Aber einfach, um das nochmal ganz kurz zu sagen, das monatliche Einkommen, was die nachweisen müssen, ist halt schon relativ hoch. Ne? 3.500 $ pro Monat und 20% pro Ehepartner und 15% pro Kind. Das muss man einfach wissen. Das sind also auch die Regeln, die dann einzuhalten sind. Und nach 2 Jahren ist halt Schluss. Ne? Also von Aufenthalt länger als 2 Jahre ist diese Art eben nicht geeignet. Ne? Das muss man halt sehen. Aber ansonsten generell, ne? Also ich meine, 3.500 $ ausgeben, da muss man sich schon anstrengen. Ja. Letztendlich, es sei denn, man wohnt halt wirklich an einer extrem bevorzugten Stelle. Also an vielen Stellen kriegt man das nie so ganz einfach alle, es sei denn, man hat halt einen bestimmten Lebensstil und wie auch immer. Ne? Aber im Prinzip ist das schon vernünftig angesetzt. Ne? Wenn man so ja, würde ich sagen auch. Ja. Was würde man sagen, so jetzt in Griechenland? Ich meine, gut, Griechenland ist groß, ist mir schon klar. Aber wenn ich jetzt ein schönes Haus mieten will, nicht jetzt unbedingt eine Luxusvilla, aber jetzt auch nicht unbedingt eine Garage, also ein schönes Haus, so für eine Familie, wo liege ich da kostenmäßig? Sicherlich in Athen
unbedingt, will jetzt ja nicht jemand wohnen, aber so in einer der anderen Städte. Mit was muss ich da rechnen? Das ist sehr unterschiedlich in Griechenland. Also es hängt es hängt davon ab, wo genau, Festland oder Insel, Großstadt oder kleinere Stadt, wohin man umziehen möchte. Ich würde sagen, auf jeden Fall Athen ist teuer, also teuer als die anderen Städte. Für eine schöne Wohnung in Athen, für eine Familie, ich würde sagen, 600, 700 Euro musste man rechnen. So eine guten Gegend, wo man sich, also Schulen in der Nähe hat und alles tun kann. In einer kleinen Stadt, man könnte auch mit 400 Euro, 500 Euro Miete dann rechnen. Das würde auch passen. Aber das ist ja sehr, sehr günstig, muss man jetzt sagen. Natürlich. Deutschland, Frankreich, es bleibt immer noch sehr, sehr, sehr günstig, natürlich. Ja. Und ich muss noch was hinzufügen, da wird den Sebastian jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du noch mit irgendwas geschockt werden kannst oder so, aber in Griechenland ist es so, dass es sogar Inseln gibt in Griechenland, wo du bezahlt wirst, wenn du dahin ziehst. Das heißt, du kriegst zum Beispiel auf der Insel, wenn ich es richtig ausspreche, ich glaube Kythira oder wie sie heißt, eine kleine Insel, da bekommst du 500 Euro pro Monat von der Regierung bezahlt, wenn du sagst, ich wandere auf diese Insel aus. Ne? Also auch sowas gibt's, weil man einfach will, dass bestimmte Inseln als Wohnorte eben nicht aussterben, ne? Sondern dass Leute bleiben. Ne? Also auch das ist eine Option durchaus für jemanden, wenn man sagt, also ich möchte mich gern fürs Auswandern bezahlen lassen. Da kann man auch nochmal auf entweder unseren heutigen Gast oder auf mich zukommen. Also da gibt's dann natürlich auch noch ein paar Tipps. Also da bezahlter Urlaub auf einer kleinen griechischen Insel, ne? Und zwar auf Staatskosten. So nach dem Motto, auch das ist möglich. Ne? Ja. Jetzt hatten wir doch noch, Frau Lepto-Carizo, gibt es doch noch eine weitere sehr interessante steuerliche Gestaltungsmöglichkeit hier für Investoren, oder? Wo im Grunde genommen Investoren dann sich verpflichten, ein bestimmtes Investment zu tätigen, vielleicht eine Immobilie, und dann im Jahr letztlich eine Pauschalsteuer bezahlen in Höhe von 100.000 Euro und damit sind dann ausländische Erträge, zum Beispiel Kapitalerträge, komplett mit abgegolten. Genau. Das ist wieder eine neue Regelung, die gibt es seit 2020 und diese ist auch sehr, sehr interessant. Da haben wir auch eine große Interesse von Mandanten, die natürlich nach Griechenland, wenn die nach Griechenland umziehen und wieder den Wohnsitz verlegen, da haben sie die Möglichkeit, mit einer Investition von ungefähr 500.000 dann diese Pauschalbetrag von 100.000 Euro, egal was für Einnahmen aus Kapitalerträge, Einkünfte, Miteinnahmen und so weiter weltweit haben. Das, wie Sie verstehen können, ist sehr, 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 sehr günstig für Leute, die ein großes Portfolio haben an Investitionen oder viele Immobilien, Einnahmen, Einkünfte aller Arten. Und die 500.000, soweit ich verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, die kann ich also in alles Mögliche investieren. Immobilien, mein eigenes Unternehmen, irgendwelche Anleihen oder sowas kaufen, wenn ich möchte. Ja, also ich bin da flexibel. Genau, es bleibt Ihnen frei, wie Sie diesen Betrag investieren möchten. Hauptsache, Sie investieren diesen Betrag innerhalb Griechenlands und können Sie das nachweisen und dann wird dieser Pauschalbetrag als Steuer festgesetzt. Ich glaube, wichtig ist ja noch, dass man noch zu der Pauschalsteuer noch eine Sache sagt. Also wie gesagt, 100.000 pro Jahr. Es ist natürlich, wenn man das natürlich jetzt, muss man sich für sich selbst ausrechnen, wann lohnt sich das, wann lohnt sich das nicht. Also wenn man jetzt 1 Million an Einkünften hat, Kapitalerträge oder Lizenzeinnahmen oder irgendwelche anderen Dinge passiver Art aus dem Ausland, dann ist natürlich dann 100.000, wäre natürlich dann zum Beispiel 10%, wäre sicherlich ein interessanter Steuersatz. Ja, letztlich ist natürlich hier jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, wir kennen zum Beispiel aus UK oder Irland oder auch Malta den sogenannten Non-Dom-Status. In diesen Ländern ist es ja so, dass dann die im Ausland erwirtschafteten Mittel oder Einkünfte nicht sozusagen ins Inland überwiesen werden dürfen, weil eben ansonsten werden sie steuerpflichtig. Aber das ist
ja in Griechenland anders. Das heißt, in Griechenland soll ja auch sogar der Zuzügler dann auch ermutigt werden, seine Auslandseinkünfte in Griechenland dann zusätzlich noch zu investieren. Das heißt, ich kann die ruhig nach Griechenland überweisen und auch dort ausgeben. Ja, genau, so ist es. Also ist nicht so jetzt wie Non-Dom, sondern eher so, oder wie man das aus UK kennt, ja, wo es ja letztlich Remittance-Basis heißt, weil ich dann die Funds remitte und dann versteuern muss, sondern eigentlich ist es egal, was ich damit mache, die kann ich auch nach Griechenland auszahlen. Ich sollte nach Griechenland auszahlen, ich soll das ausgeben da, das ist ja genau der Sinn. Und wie lange kann man diese Regelung in Anspruch nehmen? Auch 15 Jahre, hatten Sie gesagt? Genau, ganz richtig. Auch 15 Jahre in Anspruch nehmen, genau. Der Zeitraum ist auch relativ lang, also nicht für 1-2 Jahre, sondern 15 Jahre. Das ist, ich würde sagen, zunächst sehr zufrieden. Es gibt da natürlich dann auch Planungssicherheit, ja. Sicherlich, das wird auch Ihre Erfahrung sein, wenn jetzt gerade hier bei Deutschen, die jetzt hier umziehen, zum Beispiel deutsche Unternehmer, die jetzt dann im Ausland ein Unternehmen haben, da muss natürlich immer beachten, wenn man von Deutschland ins Ausland umzieht, dass es da in Deutschland die sogenannte Wegzugsteuer gibt. Ja, das heißt also, da ist natürlich nicht nur auf griechischer Seite dann Dinge, die man hier planen muss steuerlich mit Steuerberater und Rechtsanwalt, den man sich dann suchen muss in Griechenland, sondern natürlich muss man auch in Deutschland genau planen, wie man da möglicherweise sein Vermögen, seine Beteiligung und so weiter strukturiert, damit einem dann hier durch den Wegzug keine Probleme entstehen. Ja, natürlich. Das ist eine Planungssache. Also man muss sich das erstmal entscheiden und dann planen, wie man das macht, weil die deutschen Behörden haben auch Interesse daran, also zu sehen, ob das alles gut und richtig gemacht wird, weil natürlich das ist Einkommen, das aus Deutschland einfach weg ist. Korrekt. Ja, zur Investition, glaube ich, gab es noch was Interessantes. Vielleicht können Sie das noch kurz bestätigen. Und zwar die Investition, die man tätigt, muss innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen sein. Ja. Halt der Aufenthaltsstatus bestehen bleibt. Ne? Ja, genau. Das ist, deswegen habe ich auch eben gesagt, es muss eine gute Planung geben. Diese 2 Jahre müssen auch berücksichtigt werden. Und also die Planung muss ganz genau erfolgen, wie das gemacht wird, sowohl in Deutschland als auch in Griechenland. Man findet Steuerberater, Rechtsanwälte, man wird nicht alleine da sitzen. Natürlich unterstützen alle ganz gerne da. Jetzt gibt es manchmal so eine interessante Konstellation, dass zum Beispiel jemand sagt, ich ziehe jetzt nach Griechenland. Also ich komme da nicht, weil ich da einen Arbeitsplatz gefunden habe, sondern ich habe Einkünfte aus einer ausländischen Firma. Beziehungsweise ich bin selbstständig. Zum Beispiel wir haben zum Beispiel Mandanten, die verkaufen E-Books oder sind Dropshipper oder Influencer beispielsweise, die jetzt Geld verdienen, weil sie im Instagram zum Beispiel Werbeeinnahmen haben. So, das heißt, die kommen jetzt hierher, wohnen hier, arbeiten übers Internet für eine ausländische Firma, möglicherweise sogar außerhalb der EU, bekommen jetzt Einnahmen hierher und da ist die Frage, müssen die jetzt hier eine Firma gründen oder wie müssen die das machen? Müssen die was in die Rentenkasse einzahlen? Wie läuft es dann? Das ist also eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Wir haben das kurz auch vorhin besprochen. Also es ist sehr entscheidend, wie sie das tun. Wenn die einfach in Griechenland für 2-3 Monate leben und in Griechenland keine Beschäftigung annehmen, dann werden die weiterhin besteuert da, wo die den Wohnsitz haben. Wenn die aber sagen, wir wollen jetzt nach Griechenland ziehen und unseren Wohnsitz verlegen, dann werden die in Griechenland für das Einkommen, für das globale Einkommen in Griechenland auch besteuert. Also dann die Steuersätze werden die üblichen Steuersätze wie. Das heißt, die geben das als Einkommen an, werden besteuert, aber wie ist es mit an? Also zum Beispiel, wenn Sie angestellt werden bei einer Firma, wird ja die Firma jetzt Ihnen die Sozialabgaben abziehen und irgendwo abführen. So, jetzt ist das aber jemand, der seine Einkünfte aus dem Ausland bezieht, vom ausländischen Arbeitgeber. Das heißt, da verdient dann, machen wir wieder das schöne Beispiel, 100.000 €, was der Sebastian gesagt hat, sagt, ich wohne jetzt hier 7 oder 8 Monate, das heißt, ich bin definitiv jetzt hier steuerpflichtig, gibt dann irgendwann seine Steuererklärung ab und sagt, das ist mein Auslandseinkommen als Selbstständiger. So,
Muss derjenige dann trotzdem noch hier irgendwie sich als Selbstständiger registrieren und also zusätzlich in die Rentenkasse zum Beispiel einzahlen, zusätzlich, dass er sein Auslandseinkommen wieder besteuert? Er muss auch zum Finanzamt gehen und sagen, ja, jetzt bin ich hier, eine griechische Steuernummer dann beantragen. Dann macht die ganze Anmeldung, was er macht, was ist er, was er macht. Ist er ein Unternehmer, ist er selbstständig? Wenn er sagt, ich bin selbstständig und ich mache diese Tätigkeit übers Internet und ich verdiene 100.000 Euro, also netto 100.000 Euro, dann wird dann entsprechend auch steuert. Ja, also wie gesagt, mit 44%. Und muss er ganz normal die Steuer in Griechenland abgeben. Ja. Genau, und dann hatten Sie gesagt, muss er noch Sozialabgaben bezahlen. Die würden dann, hatten Sie gesagt, bei Selbstständigen letztlich auf einer Pauschale dann, auf Basis einer Pauschale dann. Also er muss einen Pauschalbetrag, nicht prozentual, irgendwie, dann haben Sie gesagt, 12% oder sowas müssen da noch so ungefähr dann bezahlt werden. Und er könnte natürlich dann diese 50%-Regelung möglicherweise in Anspruch nehmen. Deswegen, also wenn man jetzt überlegt, nach Griechenland zu ziehen und ein bisschen länger zu bleiben, es wäre gut, wenn man ein paar Gedanken machen, ob er sich dann in Griechenland doch für 2 Jahre sich aufhalten möchte, das auch so angeben, um diese 50%-Regelung dann in Anspruch zu nehmen. Ja. Die 2 Jahre sind auch nicht so ein großer Zeitraum. Ich glaube, man könnte das sehr einfach machen. Und ja, die steuerlichen Vorteile dadurch sind relativ hoch. Ne? Mit 50% weniger Steuer, das ist irgendwas, wovon viele Leute träumen. Ja, das ist ein Wort auf jeden Fall. Aber ich müsste ja vorher meine Staatsbürgerschaft abgeben und was weiß ich, ein Jahr nach Dominikanien gehen. Da kann man nach einem Jahr die dominikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist, glaube ich, die schnellste, die es gibt und die einfachste, die ich momentan kenne. Dann komme ich zurück nach Griechenland. Ja. Dann kann ich das, weil, wie gesagt, als EU-Bürger komme ich halt nicht in den Genuss der 50%. Doch, als EU-Bürger kannst du auch machen, klar, natürlich. Kannst du als Grieche machen. Das habe ich anders gelesen. Nee, als Grieche oder als EU, kannst du sogar als EU-Bürger auf jeden Fall, als Grieche auch, ja. Als EU-Bürger auch, ja. Ja. Es muss ein Pass sein aus dem Nicht-EWG-Land und EU-Land, aber vielleicht gibt es da nochmal eine neuere Regelung. Es gilt auch für die EU-Bürger. Ja, die EU-Bürger können die auch das in Anspruch nehmen. Zumindest so sagt das Gesetz jetzt. Ist ja im Grunde auch so, wie gesagt, letztlich auch gedacht als Rückkehrerregelung, ja, wie das vergleichbare Ding in Italien auch, ja. Hast ja eine ganz ähnliche Regel, das ist ein bisschen anders von den Prozenten her gesehen, aber im Grunde genommen geht es im Grunde ja darum, auch Griechen, die jetzt im Ausland gelebt haben, anzulocken. So, wie man sagt so schön, gegen den Brain Drain, ja. Also die Leute wieder zurückzuholen ins Land, ja. Das wollte ich genau sagen. Brain Drain war wirklich eine sehr große Diskussionssache in Griechenland in den letzten Jahren. Genau deswegen, weil wegen der Krise sehr, sehr, sehr viele Leute auswandert haben. Also, ausgewandert sind. Die sind wirklich, der Zahl war bleibt immer noch sehr hoch. Und der Staat wollte diese Leute irgendwie zurückziehen. Also die wollten zurückhaben. Wie sieht denn die Situation aus, wenn ich jetzt in Griechenland ein Geschäft gründen will, eine Firma gründen will? Mhm. Wie läuft das? Wie kann ich mir das vorstellen? Bei Ihnen ist ja jetzt gut, Sie haben den Vergleich zu Deutschland. Das heißt, Sie wissen ungefähr, wie es in Deutschland läuft. Ja. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, läuft es in Griechenland besser, schneller oder gleich? Läuft es ein bisschen schneller. Also es gibt in den letzten Jahren wurde das Unternehmen IKE angeboten vom Gesetzgeber und diese ist eine sehr, sehr beliebte Unternehmensform unter den Griechen und Ausländern auch. Eine IKE kann man sehr, sehr schnell gründen und mit 1 Euro Kapital, das ist sehr, sehr niedrig. Ich würde sagen, das läuft schneller als Deutschland. Natürlich gibt es auch
Alle anderen Formen, die man aus Deutschland kennt, gibt es auch in Griechenland. Das heißt, die GmbHs, Aktiengesellschaften natürlich, GbR, alles, was in Deutschland gibt es auch in Griechenland. Und der Steuersatz bleibt gleich, 22%, egal was für ein Unternehmensform und egal was für ein Gewinn. Ich hatte mal einen Mandanten, muss ich Ihnen erzählen, ist ganz interessant, ja, ist ein bisschen kurios, eine Anekdote. Der hat dort in Griechenland solche Cannabis-Farmen gekauft. Ja, es ist nämlich auch offensichtlich in Griechenland erlaubt, mit der entsprechenden Lizenz Cannabis anzubauen. Ja? Das ist erlaubt, ja. Mit einer Lizenz, aber ja, das ist erlaubt. Man kann das tun, ja. Was du so für Mandanten hast. Ja, ich weiß, das ist ganz verrückt. Also wie gesagt, da war dann doch vieles einfacher in Griechenland, als es dann in UK nachher dann war. Die Firma wurde in eine britische Holdinggesellschaft eingegliedert und so. Und das war alles dann von UK-Seite aus kompliziert mit den lokalen britischen Rechten dann. Aber Griechenland, also offensichtlich ist das möglich. Ja, also hier, da ging es jetzt um medizinische oder in Medikamenten verwendete Cannabisöle, die dort produziert wurden und so. War ganz interessant. Ja. Ist ja momentan auch überall im Munde Cannabidol, ne? Letztendlich. Wahrscheinlich ist diese medizinische Form des Cannabis, was er dann wahrscheinlich auch angebaut hat, oder? Genau. Ja, interessant. So, jetzt, was empfehlen Sie jetzt den Mandanten für? Es gibt ja meistens verschiedene Arten von Firmen, die man gründen kann. Also Einzelfirma, vielleicht gibt es sowas wie eine GmbH. Also können Sie vielleicht ganz kurz mal so vorstellen, das Portfolio der Firmen und was jetzt Ihre Empfehlung in der Regel ist als eine ideale Firma? Unsere Empfehlung wäre dann wirklich erstmal mit einer IKE anzufangen, weil die Kosten, gerade wenn man jetzt ein Geschäft, ein Unternehmen in Griechenland aufbauen möchte und er neu in Griechenland ist, will sich man will da ankommen, sich umschauen, wie das Ganze funktioniert, läuft, ob es ihm gefällt oder nicht. Ich würde wirklich raten, erstmal mit einer IKE anzufangen, weil die Kosten relativ niedrig sind. Man kann das sehr einfach gründen mit der Hilfe von Steuerberater oder Rechtsanwälte und die Kosten bleiben da auch niedrig in diesem Fall. Und man kann sehen, wie das läuft mit dem Geschäft. Und natürlich hat man die Möglichkeit einer Umwandlung, eine andere oder die Möglichkeit, noch eine Firma dazu zu gründen, in 2-3 Jahren, immer offen. Und ich würde sagen, es gibt keinen Grund für große Risiken im Moment gerade, gerade wenn man neu in Griechenland ist. Wie hoch ist die Körperschaftssteuer in Griechenland? 22%. Ja. Im Vergleich wie bei also ist konkurrenzfähig, ja, wie in anderen Ländern auch. Wie muss ich mir das vorstellen, so in Griechenland, wenn ich zu den Behörden gehe oder ich gehe zu einem Anwalt? Ich meine, Sie sind jetzt ja sehr, sehr kompetent sprachlich. Komme ich dort üblicherweise mit Englisch zurecht? Ich meine, Deutsch werden die wenigsten sprechen. Ja. Oder geht es in Griechenland ohne Griechisch nicht weiter? Man hat ja schon mal hier ein anderes Alphabet, muss man ja schon mit kämpfen, ja, wenn man die Geschichte nicht versteht. Wie sieht es aus da? Sind die Leute hilfsbereit mir gegenüber, wenn ich jetzt kein Griechisch spreche? Ja, die Leute sind sehr hilfsbereit. 90% der jungen Leute sprechen alle Englisch und gute Englisch. Also mit Englisch kann man sehr gut in Griechenland kommen. Selbst die älteren Leute oder die Leute, die kein Englisch sprechen oder Deutsch, sind sehr hilfsbereit. Und ich glaube, aus unserer Erfahrung mit Freunden, Mandanten oder Bekannten, die sich in Griechenland ohne Griechisch aufhalten, die haben überhaupt kein Problem mit Englisch. Und dann natürlich nachher, die meisten wollen auch ein bisschen Griechisch lernen nach einiger Zeit. Aber auch für den Anfang, selbst die Mandanten, die kein Englisch sprechen, gibt es deutschsprachige Kanzleien und Steuerberater, Italienisch sprechen viele Leute, Französisch, also alles Mögliche. Genau deswegen, weil die Griechen haben so eine einzigartige Sprache, Alphabet auch. Die sprechen viele Fremdsprachen. Also die meisten sprechen Englisch und
ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil davon spricht auch eine zweite Fremdsprache, und zwar sehr gut. Und würden Sie das sagen, das Gleiche kann man auch sagen, wenn ich dann zum Beispiel, mal angenommen, ich lebe jetzt in Griechenland, gründe dort eine ITIE und ich gehe dann zur Bank, eröffne ein Konto. Ist das einfach oder schwierig? Wie muss ich das verstehen mit den Banken? Auch in Banken bestimmt Englisch werden, wenn nicht alle, die meisten von den Angestellten da werden auch Englisch sprechen. Ja. Natürlich, es wird gut, wenn da ein Beistand von Anwalt oder Steuerberater gibt, weil gibt es auch bestimmte Sachen, die man gut erklärt bekommen sollte. Ja. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall, es würde gut, wenn man auch eine Beratung erstmal von einem Anwalt oder Steuerberater hat. Aber natürlich, wenn man ein paar Informationen möchte oder alles hat und einfach sich entschieden hat und einfach zur Bank gehen möchte und da ein paar Formulare ausfüllen und unterschreiben, da helfen die Angestellten da mit Englisch auf jeden Fall. Ja, weil wir wissen ja, also Bankkontoeröffnung ist ja in vielen Ländern sehr schwierig. Ja? Also selbst in großen Ländern wie UK heute, so wenn Sie eine Firma gründen, Konto eröffnen wollen, also da fühlen Sie sich schon, wie wenn Sie denen irgendwie einen Gefallen tun und dann da schauen die sich schon an, als wäre es ein Schönheitswettbewerb, ja, fast. Ja. Also deswegen ist das in Griechenland, also ich meine, Konto eröffnen ist ja heutzutage immer mit Money Laundering und so, ist natürlich immer kompliziert, man muss immer Unterlagen bringen. Das ist mir natürlich schon klar, aber so, ich meine, vergleichsweise, wenn ich eine Firma habe und da wohne, dann ist es schaffbar, ja. Ja, es ist natürlich schaffbar. Auf jeden Fall müssen ein paar Unterlagen da vorgelegt werden. Das ist in Griechenland auch so, wie Sie gesagt haben. Money Laundering hat alles sehr, sehr schwierig gemacht. Viel schwieriger zumindest als früher. Und deswegen natürlich, man muss ein paar Unterlagen da einreichen. Aber ansonsten, ja, es geht relativ einfach. Es ist nicht so schwierig wie in UK. Davon habe ich auch gehört. Ja, also Wahnsinn, das ist der Hammer. Also gut, und dann gibt es andere Länder, also Malta ist natürlich dann noch 100-mal schwieriger. Malta geht dann ein halbes Jahr, bis ein Konto offen ist. Ja, also wir sind ja alle ja leicht geprüft. Und wie ist so die Mentalität der Finanzbehörden? Es gibt ja jetzt Finanzämter, die sind doch eher sehr kompliziert und die sind jetzt gerade, wenn jetzt jemand ein neues Unternehmen gründet, nicht sehr hilfsbereit. Und andere sind doch sehr pragmatisch und helfen. Mit denen kann man reden, sagt man so schön. Man kann mit denen reden. Ja? Wie ist es in Griechenland? Kann man mit denen reden oder man lässt besser den Steuerberater reden? Man lässt besser einen Steuerberater reden, würde ich sagen. Wobei die Tatsache, dass manche Unternehmen davon wie IDITIE zum Beispiel, die übers Internet gegründet werden kann, jetzt unser Leben einfacher gemacht hat. Es wäre besser, wenn man besonders am Anfang einen Steuerberater hat, weil es gibt manche Sachen, also es gibt Fristen in Griechenland und mit Fristen, die Finanzbehörden in Griechenland sind ein bisschen strikter, würde ich sagen, strenger, würde ich sagen, als die deutsche Finanzämter mittlerweile. Und da würde ich raten, einen Steuerberater besonders am Anfang zu haben, der da unterstützen, der wird alle Formalitäten dann auch beachten und versuchen von Anfang an das Ganze wirklich richtig aufbauen, damit dann keine Schwierigkeiten später kommen. Ich sage mal, ich habe das Unternehmen gegründet, jetzt will ich vielleicht ein Team aufbauen und ein paar Mitarbeiter. So grundsätzlich, Sie hatten ja vorhin gesagt, doch, dass die Lebenshaltungskosten in Griechenland ja doch deutlich niedriger sind. Also dann gehe ich wahrscheinlich auch davon aus, dass auch wahrscheinlich Gehälter generell natürlich niedriger sind als jetzt in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland. Ja, die Gehälter sind niedriger, ja genau. Also Mindestgehalt 660 € und dann, also die meisten verdienen bis zu 1000, 1100, 1200. Natürlich gibt es auch Berufe und Unternehmen, die mehr zahlen, aber im Durchschnitt, diese sind die Gehälter in Griechenland. Viel niedriger als in anderen Ländern, ja. Und der Daniel hatte mir vor kurzem erzählt, dass jetzt dort seit jetzt weniger Flüchtlinge sind in Griechenland,
dass es dort letztlich einen Mangel gibt, zum Beispiel an Bauarbeitern und sowas. Ist dort auch generell also die Personalsituation in Griechenland und Personalmangel auch so ein Problem wie in anderen Ländern? Erntearbeitern wollte ich dazu sagen, ne? Ganz speziell bei den, in den Olivenhainen und so weiter und so fort. Ne? Leider gibt es ja, diese Mangel gibt es jetzt im Moment in Griechenland. Es gibt Personalmangel. Ich würde sagen, deswegen, das ist auch eine gute Initiative für Leute, die keine Arbeit haben und gerade Arbeitsaussichten jetzt wollen, recherchieren und so weiter. Griechenland hat einen Mangel an manchen Berufen und Tourismus ist auch ein Sektor, der dieses Jahr wirklich Mangel aufweist. Und ich würde sagen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten und Chancen für Leute, die für ein paar Monate nach Griechenland auswandern möchten und da Einkommen damit erzielen. Ne? Ja, das wäre mal interessant, ja. Genau. Auf zur Olivenernte. Also ich meine, ich schaue da gerne zu, ja. Es selbst machen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es klingt sehr so wild romantisch, will man fast sagen. Ja, aber der Daniel, der ist ja da an der Quelle. Ja? Also das ist doch sicherlich harte Arbeit, oder? Ja, also ich kann nur sagen, wir suchen auch hier auf der Insel Leute, die im Oktober, November zur Olivenernte kommen. Ja. So ist das. Also man bekommt teilweise, muss man wirklich sagen, wird jetzt natürlich nie in ganz Griechenland sein, aber es gibt Gegenden, wo es Besitzer von zum Beispiel jetzt eben Olivenfeldern gibt, die sagen, also wer will das haben, mir ist das zu viel dieses Jahr, wenn es irgendjemand machen will, ich nehme nachher ein paar Liter Öl am Ende als sozusagen mein Preis. Oder einer hat jetzt gesagt, gebt mir 2 Schafe und ihr könnt meine Oliven pflücken. Ja. Nach dem Motto, es ist halt wirklich ein Mangel an Arbeitern. Ne? Selbst wenn man jetzt mittlerweile schon bereit ist, relativ hohe Löhne zu bezahlen, ne? Findet man oftmals keine. Leider ist es so, ja. Mhm. Ja. Ich wollte noch mal nach den Immobilien fragen. Also es ist ja für jeden jetzt, der jetzt nach Griechenland zieht, ja oftmals doch auch der Wunsch, dort eine Immobilie zu kaufen. Jetzt der Immobilienkauf, oftmals ist man ja im Ausland so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtig, wenn man nicht weiß, vor allem wenn man jetzt die Sprache nicht versteht und man kann dann das nicht mal lesen. Und dann gibt es ja doch oft relativ Sachen, also ich weiß nicht, ob es in Griechenland passiert, aber man hört ja doch aus fremden Ländern oftmals Dinge, dass man dann irgendwas kauft und dann ist der Grundbucheintrag gefaked und man hat mit überweistes Geld und es ist gar nicht möglich. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es in Griechenland so ist, weil es ja immerhin in der EU. Aber wie sicher, wie einfach ist so dieses Verfahren, wenn ich jetzt sage, ich will da eine Immobilie kaufen? Das Verfahren ist sehr, sehr sicher, auf jeden Fall. Aber man braucht da Unterstützung von Anwalt. Also man kann das nicht alleine tun. Das ist selbst für die Griechen sehr anspruchsvoll. Die Bürokratie ist sehr hoch. Die Behördengänge auch sehr viel. Und wenn man da die Sprache nicht kennt, das ist fast unmöglich. Alleine da vom Amt zum Amt zu gehen und Steuernummer beantragen und Papier von Baubehörden beantragen und so weiter, das ist eine Katastrophe. Also das ist sehr, sehr schwierig und ich würde das nicht raten. Außerdem, das Verfahren läuft ganz anders als in Deutschland zum Beispiel. Und in Deutschland, man geht da einfach zum Notar und sagt, ich würde gerne diese Immobilie kaufen. Und der Notar macht praktisch alles. In Griechenland ist es nicht so. Ein Anwalt recherchiert die ganze Eintragung bezüglich der Immobilie. Er ist derjenige, der zum Grundbuchamt geht, Unterlagen beantragt und so weiter. Und eigentlich ist die Anlaufstelle für alle Beteiligten. Das ist Ingenieure, Finanzämter, dem Notar, für alle Beteiligten. Und deswegen würde ich sagen, der Kauf ist sehr sicher. Aber man musste da vorsichtig sein in dem Sinne, dass man wirklich sich von einem Anwalt vertreten lässt und das alles über ihn laufen lässt und nicht alleine tut und sagt, ja, okay, mir hat das sehr gut gefallen, hier gebe ich einfach Geld raus und das war's. Für einen Ausländer, der jetzt in Griechenland eine Immobilie kauft und auch eine jetzt, ich sage jetzt mal, entsprechende Anzahlung dabei hat, die relativ großzügig ist, wie einfach ist es dort bei einer griechischen Bank eine Finanzierung zu bekommen?
Die Chancen sehen relativ gut aus, besonders wenn man eine gute Anzahlungssumme hat. Wobei es gibt viele unserer Mandanten, die das aus eigenen Finanzmitteln tun. Also die meisten haben schon die Finanzmittel entweder parat, also die haben das alles schon, oder die lassen das über Deutsche Banken finanzieren. Das geht auch. In Griechenland natürlich muss man, wenn man in Griechenland keinen Wohnsitz hat und so weiter, das ist ein bisschen anspruchsvoller, als wenn man in Griechenland lebt und ein Beschäftigungsverhältnis hat oder ein Unternehmen in Griechenland hat. Aber man könnte das auch tun. Es hängt wirklich davon ab, was für eine Immobilie ist es, was für einen Wert hat diese Immobilie und was für eine Summe da von der Bank gedeckt werden muss. Aber Sie sagen, dass es gängiger ist, die Immobilie letztlich direkt selbst zu finanzieren, auch wenn es Ausländer sind, beziehungsweise durch die Bank zu Hause finanzieren zu lassen. Was definitiv, also wir haben viele Mandanten, genau, die von der Bank zu Hause sich die Immobilie finanzieren lassen. Wer ja mit seiner Bank also ein gutes Standing hat zu Hause, da ist oftmals die Bank sehr pushy sogar, ja, die sagt, hier, wir geben dir das, kein Problem hier, du brauchst keine andere Finanzierung, weil sie ja die Beziehung halten wollen, ja. Also man sollte diese Sache auf jeden Fall sich zuerst anschauen. Ich denke, das ist auf jeden Fall das Gute. Wenn ich jetzt kaufe die Immobilie, was wird dann fällig? Gibt es dann auch sowas wie Grunderwerbsteuer, die ich dann da bezahlen muss beim Kaufen? Ja, da gibt es auch Grunderwerbsteuer, gibt es auch auf jeden Fall Notarkosten, also fast die gleichen Kosten wie in Deutschland. Ich meine Notarkosten, Grunderwerbsteuer, dann man bezahlt jährlich eine Grundsteuer auch. Es gibt auch ein paar Sachen, die man extra machen musste, zum Beispiel die Legalisierung der eventuelle Räume, die nicht legal gebaut wurden in Griechenland. Das ist eine Sache, das in der Vergangenheit sehr oft passiert ist und vor ungefähr 10 Jahren der Gesetzgeber hat sich entschlossen, so ein Legalisierungsverfahren hier jetzt einzuleiten und mit entsprechenden Zahlungen natürlich von Strafen und so weiter kann man nachträglich eine Immobilie, ein Haus, eine Wohnung, die ein paar Metern oder ein paar Räume illegal aufweist, legalisieren lassen. Das ist eine Pflicht des Verkäufers und deswegen der Käufer sollte sehr darauf achten, dass er das tut, er das auch nachweist und das ist auch eine Aufgabe des Anwalts, das Verfahren beziehungsweise alle Nachweise genau zu prüfen und sagen, wie der Stand der Dinge ist, ob das alles gut gemacht worden ist oder ob noch was jetzt hier geändert, berichtigt werden soll und so weiter. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also das heißt im Grunde genommen, ich muss, also nicht natürlich ich selbst als Käufer, aber über den Anwalt sicherstellen, dass die Immobilie auch tatsächlich legal überhaupt, so wie jetzt da steht, auch gebaut wurde. Weil ansonsten bin ich da möglicherweise derjenige, der da in der Haftung ist hinterher, ja. Ja, sonst kommt kein Vertrag zustande, kein Kaufvertrag, weil das ist eine Verpflichtung, das ist eine Pflicht per Gesetz und das heißt, wenn der Notar das nicht sieht, er wird keinen Vertrag beurteilen. Also das ist auf jeden Fall ein Muss und irgendwas, womit wir sehr, sehr, sehr beschäftigen, täglich meine ich. Weil die Strafen waren, also wenn man eine kleine Wohnung hat und ein paar Quadratmeter illegal gebaut hat, also 2, 3, 4, das ist, wie Sie verstehen können, nicht so eine große Sache. Die Strafe wird nicht so hoch sein. Das kann sich einfach erledigen lassen. Aber wenn wir hier über eine Immobilie, die größer ist, sprechen, dann die Summen sind auch höher und da musste man wirklich sehen, dass man das wirklich legal jetzt tut und gesetzgemäß und da musste man gut aufpassen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass es ein richtiger Trend ist, dass jetzt Leute aus Deutschland zum Beispiel kommen, in Griechenland investieren. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Immobilien gesprochen. Gibt es denn noch andere interessante Investitionen in Griechenland? Tourismus ist ein Sektor, der ganz interessant ist, auch für Leute, die aus Deutschland kommen, also generell aus dem Ausland.
Tourismus in Griechenland ist, wie Sie wissen, sehr, sehr, sehr angesagt. Tourismus ist eine Hauptquelle für Griechenland, für Steuer, für Finanzen in Griechenland. Wirklich haben Tourismus als eine sehr große Quelle, und dieser Sektor ist auch ein Sektor, der viele Ausländer interessiert, ja. Ich meine jetzt so investieren, also wenn Sie jetzt jemanden beraten, der in Griechenland investieren will, reden wir jetzt über Investitionen in Immobilien oder gibt es andere interessante Investitionsmöglichkeiten noch in Griechenland? Das war jetzt meine Frage. Viele davon wollen auch im Tourismus tätig werden, das heißt Hotels kaufen. Okay. Wir haben auch Mandanten, und große Unternehmer aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern, mittlerweile auch aus den Staaten, die Hotels in Griechenland kaufen oder kaufen wollen, oder Immobilien bzw. Grundstücke, ganz große Grundstücke, um Hotels da zu bauen. Also ein Hotel kann eine größere Anlage sein oder aber auch eine kleinere Anlage. Zum Beispiel auf die Klagen sowieso, man darf keine super große Anlagen bauen. Man muss sehr vorsichtig sein, und da die Baubehörden sind sehr, sehr streng. Ja, also da haben wir auch viele Leute, viele Mandanten, die sagen, ich würde gerne da in diesem Sektor wirklich investieren und da tätig sein. Das ist ein Trend, das wir in den letzten besonders 2-3 Jahren sehr, sehr viel bemerkt haben. Interessant. Ja. Gehen wir mal dazu über, zu dem Thema jetzt noch, was viele Mandanten auch interessiert, die jetzt mit Kindern kommen, zum Beispiel nach Griechenland. Also sie wandern jetzt aus, bringen schulpflichtige Kinder mit. Und da gibt es jetzt einige, die zum Beispiel sagen, ich möchte mein Kind gerne zu Hause unterrichten oder vielleicht online weiter auf einem Gymnasium im Internet in Deutsch unterrichten lassen. Ist das überhaupt möglich oder gibt es eine Schulpflicht für Auswandererkinder? Und welche Schulen gibt es hier so in der Regel in Griechenland? Gibt es internationale Schulen? Gibt es deutsche Schulen? Was könnten Sie da Mandanten erzählen? Also Schulpflicht gibt es generell für alle Einwohner Griechenlands. Also alle, die sich in Griechenland anmelden, mussten ihre Kinder in die Schule schicken. Also es gibt eine Schulpflicht, ja. Schulwesen in Griechenland. Es gibt die staatliche Schule, also da hat Zugang, jeder hat Zugang drauf, natürlich. Das ist gegendorientiert, das heißt, da wo wir leben, da gibt es je nachdem Adresse, Postleitzahl, gibt es die zuständige Schule. Und dann natürlich gibt es Privatschulen, Privathochschulen, Privatgymnasien, das gibt es auch. Also die staatliche Ausbildung in Griechenland ist kostenlos, keiner zahlt, egal ob er Grieche oder Ausländer ist, keiner zahlt. Natürlich die private Schulen sind mit Gebühren verbunden, je nachdem, was für eine Schule, was da angeboten wird, ob das in einer größeren Stadt ist oder nicht und so weiter. In Griechenland gibt es auch internationale Hochschulen und Schulen, gibt es auch amerikanische, englische und gibt es auch deutsche. Eine deutsche Schule in Thessaloniki und eine in Athen. Die sind sehr gut, soweit ich weiß, und sehr stark besucht, auch beide. Und ja, mittlerweile gibt es auch eine amerikanische Universität in Griechenland. Also das ist keine staatliche Universität, aber wieder mit Gebühren verbunden. Und ich glaube, die Leute, die nicht Grieche sind und in Griechenland leben, haben sehr gute Möglichkeiten, sowohl eine internationale Schule zu besuchen, als auch eine staatliche Schule. Also es liegt ihnen frei, wie sie das gerne haben möchten. Und wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus? Sollte man lieber sagen, für eine größere Sache gehe ich dann wieder nach Deutschland in ein Krankenhaus, oder gibt es jede gute medizinische Behandlungsmöglichkeit auch in Griechenland? In Griechenland gibt es ein sehr, sehr, sehr gutes Niveau an Ärzten. Also die schätze ich sehr, sehr, sehr. Leider, das Gesundheitssystem ist ein bisschen überlastet, würde ich sagen, das staatliche Gesundheitssystem.
Dann natürlich hat man wieder Zugang drauf, wenn irgendwas passiert, wird keinem der Zugang da verneint. Das aber ist, wenn ein Notfall ist, natürlich wird es ein bisschen schneller gehen. Aber wenn es kein Notfall ist, ich würde sagen, das ist mit Wartezeiten verbunden, die können sich ein bisschen nach hinten ziehen. Da würde ich raten, auch eine private Krankenversicherung abzuschließen, wenn man in Griechenland ist. Die Kosten dafür sind niedriger als die meisten anderen europäischen Länder, im Vergleich zu Deutschland viel niedriger. Und man hat gute Leistungen und gute Versorgung. Das ist irgendwas, ich glaube, das musste jeder sich gut überlegen. Es lohnt sich auf jeden Fall in Griechenland, so eine private Krankenversicherung zu haben. Und dann man kann sich entscheiden, ob er die staatliche Krankenversicherung in Anspruch nehmen möchte oder die private. Okay, also ich muss dazu sagen, ich hatte einen Motorradunfall hier in Griechenland, oder? Und das war schon ein Erlebnis, das mal so zu sehen, aus dieser Sicht zu erleben. Ich hatte also dann meine Schulter war gebrochen. Ja. Also nicht ganz unkompliziert durchgebrochen, der Knochen war noch verdreht. Und man sagt, okay, kommen Sie nächste Woche wieder mal vorbei, wir gucken es uns im Röntgen nochmal an und gucken, ob wir es dann operieren oder nicht operieren. Gehen Sie mal nach Hause, holen Sie sich in der Apotheke mal Schmerzmittel, wir haben leider gerade keine da. Aber ich konnte gibt dann immer so schöne Geräusche, wenn man das bewegt, so irgendwie, diese gebrochene Knochen. Und wir haben gar kein Dreieckstuch da, wir haben vor uns unser letztes Dreieckstuch weggegeben. Aber wir geben Ihnen mal eine normale Binde, vielleicht kann Ihre Frau Ihnen, wenn man eine Schlinge binden. Also das war schon ein Erlebnis. Und dann habe ich mir also selber irgendwie mit so einer Binde hier irgendwie und bin dann mit dem hin und her wackelnden Arm nach Hause gelaufen. Wo war das? Auf einer Insel oder? Es war auf einer Insel, ja. Aber man muss sagen, nett waren sie schon. Aber ja. Das ist das Problem. Also da wirklich, das ist auch, was die Krise in Griechenland verursacht hat, wirklich. Also viele Krankenhäuser, besonders auf den Inseln oder in kleineren Städten, die sind wirklich überfordert, beziehungsweise die haben wirklich sehr wenig an Mitteln. Die Ärzte bleiben immerhin nett und hilfsbereit und sehr gut ausgebildet, aber die können manchmal nicht so viel tun. Also da auf jeden Fall, das ist eine große Herausforderung für Griechenland. Das Gesundheitssystem, besonders auf den Inseln, die im Sommer so stark besucht sind. Also die sind super stark besucht und die Ärzte und die Infrastruktur ist nicht so gut. Also ich muss auch noch was Gutes sagen dazu. Ja. Also das ist die eine Sache, das war jetzt weniger gut. Dafür konnte ich den Apotheker überreden, mir eine Spritze und ein Schmerzmittel zu geben, was ich mir selber spritzen konnte, obwohl ich kein Rezept hatte. Das hätte ich zum Beispiel in Deutschland wiederum nicht hingekriegt. In Griechenland nicht, nein. Ja, das ist die Mentalität der Griechen. Ja. Das ist die Mentalität der Griechen. Also ja, generell haben Sie vielleicht noch irgendwie so einen Tipp für Deutsche, die nach Griechenland oder Deutschsprachige, wir haben ja auch Freunde in Österreich und der Schweiz, sagen wir mal Deutschsprachige, haben Sie Tipps für Deutschsprachige, die nach Griechenland auswandern wollen, hier leben wollen? Ja, aber was ist Ihr Tipp, Ihr persönlicher Tipp? Ein bisschen Geduld in den nächsten Monaten zu haben mit Behörden und so weiter. Das wird eventuell dann ein bisschen entweder zu viel sein oder nicht so einfach sein. Viel Erfolg. Für manche davon ist ein großer Traum. Ich höre immer, das war der Traum meines Lebens, irgendwann nach Griechenland zu ziehen und so weiter. Ich glaube, mit ein paar gute Ansprechpartner für den Anfang, es wird sehr gut laufen in Griechenland. Besonders, weil sie das Land so sehr lieben. Und Griechenland kann sehr viel geben. Die Kombination Sonne, Meer, Klima ist wirklich umwerfend. Und ich würde sagen, ja, mit ein paar gute Leute da, die das Ganze unterstützen,
das wird bestimmt klappen. Sie wohnen ja in Deutschland schon einige Jahre, oder? Ja, ich wohne in Deutschland, ja. Jetzt, also über Uso will ich mich nicht streiten. Also ich bin davon überzeugt, das ist ein hervorragendes Produkt aus dem Land. Aber wenn Sie jetzt in Deutschland ins Restaurant gehen, bestellen Sie griechischen Wein oder doch anderen Wein im Restaurant? Ich bestelle griechischen Wein, wenn ich das finde, ja, natürlich. Aber italienische Weine mag ich auch sehr gerne, spanische auch. Ich bleibe und bin immerhin eine Frau, die mit der ganzen Land kommt, und ich mag diese Art und Weise des Lebens, und natürlich genieße das sehr. Ich bin auch beruflich, ich lebe in Deutschland mittlerweile einige Jahre, aber ich bin aus beruflichen Gründen einmal im Monat in Griechenland. Also deswegen, also ich habe ein Leben in Deutschland und ein Leben in Griechenland. Und das mag ich sehr. Obwohl mein Wohnsitz im Moment gerade in Deutschland ist, ich schätze Griechenland sehr. Und wenn ich die Chance habe, griechischer Wein zu trinken, ich trinke das sehr gerne. Ja. Da müssen Sie mir nachher nochmal eine gute Sorte empfehlen, weil ich bin nicht noch auf der Suche. Aber noch eine andere Frage. Wenn Sie jetzt in die Situation kommen, dass Sie auswandern müssten und von der Liste wird aber als mögliches Land Deutschland und Griechenland gestrichen. In welches Land würden Sie denn auswandern, wenn es nicht nach Griechenland oder Deutschland geht? Was wäre denn Ihr Favorit? Wenn ich ja dann irgendwann sagen würde, wenn dieser Moment kommt im Leben, ich glaube, entweder nach Spanien oder Italien. Sehr schön, ja. Schön. Ja. Steuerlich nicht ganz unbedingt, sagen wir mal, der oberste Favorit, aber genau. Was das Leben betrifft, könnten wir uns da treffen, weil das ist durchaus auch einer meiner Favoriten vom Lebensfeeling her. Genau, vom Lebensfeeling, ja, beide Länder sind mir, wie gesagt, ich fühle mich in beide Länder wie zu Hause. Beruflich habe ich auch viel zu tun mit Italien und Spanien. Und jedes Mal, dass ich da bin, ich fühle mich wie in Griechenland. Ganz genau, fast wie Griechenland, ja. Ja, ist halt nur ein anderes Alphabet. Genau, anderes Alphabet, ja. Eine einfachere Sprache als Griechisch, auf jeden Fall. Italienisch und Spanisch sind viel, viel einfacher als Griechisch. Aber was sehr, sehr schön ist und berührend auch, ist, dass man sehr viel an Griechenland in beiden Ländern findet. In Kultur, in Alphabet auch und in Wörtern. Ne? Italienisch und Spanisch sind voll von griechischen Wörtern. Fast genau und fast ganz so übernommen. So wie das Deutsche auch, ja, ist auch sehr genau. viel. Deutsch auch, besonders auf einem höheren Niveau. Man findet viele griechische Wörter ganz genau so übernommen. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr berührend auch. Ja. Sehr schön. Ja, hat uns viel Spaß gemacht, das Gespräch mit Ihnen. Mir auch, sehr viel. Und wir können dann auch, oder wir würden sehr gerne unsere Zuschauer natürlich bitten, sich mit Fragen, Kommentaren natürlich, entweder direkt im Kanal zu melden oder wie erreicht man Sie am besten? Wie könnten jetzt interessierte Zuschauer, Zuhörer auf Sie zukommen? Per E-Mail oder Telefon, wie die möchten. Unsere Kanzleiorten in Berlin und Thessaloniki sind auf jeden Fall offen, und wir freuen uns auf alle Fragen, Anregungen, Informationen, Anfragen, alles, was dann Mandanten und Zuschauer dann auch hilfreich wäre. Ja, wir beantworten alles ganz gerne. Vielen herzlichen Dank. Und Herr Pegariso, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude und Ehre. Vielen Dank. Uns auch. Ne? Bis dann. Wiederhören, machen es gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.